In diesem Märklin-Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie Kontaktgleise in Ihrer Modellbahnanlage integrieren können, um damit zum Beispiel Weichen und Signale automatisch zu steuern, wenn ein Zug über das Gleis fährt. Ein Kontaktgleis wird ausgelöst, wenn ein Märklin H0-Radsatz oder ein Wagen mit nicht isolierten Radsätzen über die Schiene fährt. Damit diese Kontaktgleise besonders lang sein können, besteht ein Kontaktgleissatz aus 2 Elementen, die Sie beliebig mit einem Gleis dazwischen verlängern können. Wenn Sie Ihr Kontaktgleis verlängern wollen, können Sie das mit geraden oder gebogenen Gleisen machen, mit weichen geht das nicht. Ein Kontaktgleis wird an einen Rückmeldedecoder, in diesem Fall einen S88 Link, angeschlossen und mit Ihrer Central Station 3 verbunden. Im Gleisbild Ihrer Central Station 3 sehen Sie dann das Kontaktgleis gelb aufleuchten, wenn ein Zug darüber fährt, und können einstellen, dass zum Beispiel ein Signal auf Rot schalten soll, sobald der Zug durchgefahren ist. Das Kontaktgleis ist sehr leicht angeschlossen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Kabel und ein paar Flachsteckhülsen. Klemmen Sie einfach die Flachsteckhülse an das Kabel und schließen Sie das Kabel an den S88 Rückmeldedecoder an. Wie dieser Decoder genau angeschlossen wird, zeigen wir Ihnen in einem weiteren Erklärvideo. Das eigentliche Kontaktgleis ist das Gleis zwischen den beiden Bausteinen. In diesem Fall nehmen wir jetzt ein längeres Gleis und trennen die beiden Kontaktbrücken auf beiden Seiten ab. Das machen wir mit einem Seitenschneider. Jetzt sehen Sie, kann hier kein Strom mehr durch die Schiene fließen. Damit das auch wirklich so ist, klemmen wir das mit einem Schraubenzieher noch ein bisschen weg, dass hier auch wirklich nichts verbunden ist. Als nächstes können Sie die beiden Kontaktgleisbausteine mit dem Gleis in der Mitte verbinden. Wichtig ist dabei, dass die beiden runden Teile beide auf derselben Seite sind. Jetzt können Sie Ihr Kabel, das Sie gerade eben mit dem S88 Rückmeldedecoder verbunden haben, direkt auf der 0 im mittleren Gleis anschließen. Jetzt müssen Sie Ihr Kontaktgleis nur noch mit dem Strom der gesamten Anlage verbinden und müssen dafür sorgen, dass in der Nähe des Kontaktgleises der S88-Decoder auch mit einer Masse verbunden ist. Das haben wir Ihnen bereits im Erklärvideo zum S88-Decoder gezeigt. Als nächstes legen Sie jetzt in Ihrer Central Station 3 das Kontaktgleis als Artikel an. Klicken Sie dazu auf Bearbeiten, Artikel hinzufügen und S88-Kontakt. Jetzt können Sie Ihrem Kontaktgleis einen Namen geben und den Anschluss wählen, in diesem Fall den Direktanschluss am S88, und wählen als Typ Kontaktgleis. Wenn Sie Ihr Kontaktgleis richtig angeschlossen haben und jetzt einen Wagen über das Kontaktgleis fahren, sehen Sie, leuchtet dieser Artikel gelb in Ihrer Central Station 3 auf. Wenn Sie ein längeres Kontaktgleis möchten, um zum Beispiel einen ganzen Bahnhof als belegt zu melden, können Sie das Kontaktgleis beliebig verlängern, indem Sie einfach weitere Gleise auf beiden Seiten aufschneiden und die Kontaktbrücke mit einem Seitenschneider trennen. Jetzt haben wir ein sehr viel längeres Kontaktgleis und Sie werden sehen, dass unser längerer Waggon auch vollständig auf das Kontaktgleis passt. Das ist wichtig, wenn Sie zum Beispiel einfahrende und ausfahrende Ereignisse auf Ihrem Kontaktgleis einstellen möchten und die Achsabstände etwas größer sind. Als Alternative zu den Kontaktgleisen gibt es noch Redkontakte, bei denen Sie den Magnet unten an den letzten Wagen klemmen, um zum Beispiel nur auszulösen, wenn der letzte Wagen eine Strecke passiert hat. Oder Sie können ein Schaltgleis verwenden, das sogar die Richtung erkennt, ob eine Lok von links oder von rechts in ein Gleis eingefahren ist. Wie Sie diese Gleise anschließen und dann die Ereignisse planen, erklären wir Ihnen in den weiteren Erklärvideos.